Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Gewehr zu schwer oder Hände frei? Heute für euch von Stratos Support Systems die Stratos Tactical Plate. Stratos Support Systems hat hier eine Adapterplatte gefertigt, die an Molle-Ausrüstung befestigt werden kann. Und passend dazu hier diesen Ring, der kommt dann über die Buffer-Tube drüber, ersetzt quasi eure Endplate, eure Standard-Endplate und hat hier mit dieser Aufnahme dann entsprechend den Haken, um hier in diese Platte reinzulaufen. Ganz cooles, innovatives System. Jetzt werden natürlich die ersten Leute erstmal kritisieren, na gut, dann verliere ich aber hier meinen Sockel, um da mit einem Sling arbeiten zu können. Tut ihr nicht, denn das Ding hat auch hier die normale QD-Aufnahme, wie ich sie jetzt zum Beispiel bei meiner AR auch aktuell nutze. Das heißt, das geht auch auf keinen Fall verloren. Kritik habe ich nur mal mit der Verpackung. Ansonsten finde ich das Ding recht innovativ. Und zwar wird hier der Ring mit Heißkleber auf dieser Pappe aufgeklebt. Bis ihr das von dem Metall runtergepopelt habt, da braucht ihr länger als die ganze Montage. Also das bitte einfach in eine Tüte reinpacken, dann wird das besser beim nächsten Mal. Ja, also dann fangen wir mit der Platte an, das ist nämlich einfacher. Ist eine Polymerplatte mit einem dicken Polymer, hat hier eine Führung. Die Platte hat hier einen leichten Widerstand, das heißt, wenn ich hier mit dem Führungsring reingehe, dann sitzt sie da ordentlich drin, rutscht auch nicht so schnell wieder raus. Hier, wenn ich das nicht an der Waffe montiert habe, geht es auch ein bisschen schwierig, weil einfach der Winkel auch nicht richtig stimmt, aber an der Ausrüstung funktioniert das tadellos. Ja, hinten 4 Haken, wird an Molle befestigt, wir haben das auch schon ein paar Mal getestet. Das hält auch sehr, sehr gut und löst sich nicht ohne weiteres, also da schon mal keine Kritik anzumerken. Okay, dann würde ich sagen, jetzt montieren wir mal dieses Ding. Was muss man dazu tun? Ihr müsst im Prinzip eure AR-15, dazu habe ich noch gar nicht gesagt, das System funktioniert natürlich nur mit AR-15, ist für die Buffer-Tube gedacht. Da müsst ihr entsprechend euer AR-15 einmal vom Upper trennen. Das ist, denke ich, am einfachsten, wenn ihr es komplett trennt. Dann habt ihr nicht mehr diese lange Laufgeschichte hier noch im Weg. So. Dann müsst ihr die Buffer Castle Nut entfernen. Das heißt, die wird losgeschraubt. Ich habe die jetzt natürlich schon wohlwissentlich, was hier passiert, schon gelöst, damit wir hier nicht ewig rumschrauben. Dann müsst ihr die Endplate ein Stück nach vorne schieben. Ans Licht halten, dass ihr das besser sehen könnt. So, die ist nämlich hier, sitzt die da hinten feste drauf. Das heißt, die löse ich jetzt. So, und jetzt kann ich hier die Buffer Tube rausdrehen. Wichtig, vorne den Zeigefinger drauflegen, sonst habt ihr gleich hier ein Loch in das Licht geschossen, weil nämlich sonst die Spring rausspringt. Die können wir jetzt einmal zur Seite legen. Auch den Retention Pin lege ich zur Seite. So, jetzt entnehmt ihr eure verwendete Endplate und setzt dafür einfach die ein. Die ist ambidextrous ausgelegt, das heißt, egal ob ihr Rechts- oder Linkshänder seid, könnt ihr das entsprechend anbringen. Ich bringe es jetzt natürlich für den Rechtshänderbetrieb an. Das heißt, ich schiebe es einfach drauf. Dann wird hier wieder das System zusammengedreht. Nicht vergessen, Retention Pin einzusetzen. So. Geht noch eine? Ich glaube, nee, eine war zu viel. So, soweit. Dann die Endplate richtig ranschieben. Die Buffer Tube anziehen mit Werkzeug. Ich mache das jetzt mal nur handfest. Dann natürlich entsprechend wieder die Feder rein. So. Einmal Pins ab. Upper mit Lower verbinden. Und fertig ist das ganze System. So sieht das System jetzt verbaut aus. Ihr habt natürlich eine slicke rechte Seite. Der untere Bereich hat hier den Pushpin, um eure Sling anzubringen. Und auf der linken Seite ist jetzt hier diese Erhöhung, wo der Pin sitzt, der dann hier auch entsprechend in die Platte eingeschoben wird. So. Ist ein sehr slickes System. Ihr könnt hier sehen, dass der
Charging Handle deutlich höher ist. Also das heißt, es ist nicht jetzt irgendwie ein Punkt, wo ich sage, da bleibt man auf jeden Fall dran hängen. Das ist auch hier nahe an der Hand. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die auf jeden Fall funktionieren wird. Ihr habt das Ding ist auch schon in Amerika bei Law Enforcement Einheiten im Einsatz und hat da auch keine Probleme verursacht und für gute Kritik gesorgt oder für großes Lob gesorgt. Also das ist wirklich eine Erleichterung. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal am Plattenträger an. So würde jetzt das System aussehen, wenn ihr es vorne am Plattenträger befestigt habt. Das wäre jetzt eine Variante. Würde ich jetzt so nicht machen, weil hier vorne kann ich ja ganz gut mit der Sling arbeiten. Da bräuchte ich das jetzt nicht, aber das kann ich mir für den einen oder anderen Beamten vorstellen, der im Dienst eventuell hier ein bisschen Entlastung haben möchte. Der könnte das jetzt vorne einhängen. Ich würde es persönlich hier irgendwo an die Seite hängen, dass gerade der Aspekt Hands-Free wirklich hier an der Seite das Gewehr einhängen, dann wäre das eine gute Sache. Wie ihr sehen könnt, funktioniert das extrem gut und extrem schnell und auch sicher. Das kann man wirklich auch blind machen, dass man wirklich zieht, Gewehr hängt. Na, blind ist nicht drin, aber zumindest ist es relativ schnell. Na, ich denke, mit ein bisschen Übung kriegt man das sogar blind hin. Ja, geht. Jetzt. Wenn ihr das System jetzt hier so hängen habt, sollte euch natürlich klar sein, dass die Weichteile da in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber es geht ja hauptsächlich darum, dass hier ein Support stattfindet. Das heißt, das Gewicht von den Händen oder von den Armen oder von den Schultern genommen wird mit dem Gurt, indem ich hier vorne einfach das System einhängen kann. Hier an der Seite ist die Position natürlich besser gewählt als vorne. Zum einen baue ich nicht so auf und zum anderen habe ich hier natürlich den vorderen Bereich frei. Das heißt, nichts kann gegen meine Weichteile schlagen. Ich kann damit rennen und habe hier trotzdem relativ schnell die Waffe auch zur Hand. Man muss sie wirklich nur ziehen und kann sie dann holen und auch das wegstecken. Das geht relativ safe. Was noch eine dritte Möglichkeit wäre und was für mich jetzt, denke ich mal, die optimalste Platzierung wäre, weil ich ja ansonsten mit dem Sling arbeiten würde, wäre hier an der Seite. Wenn ich dann das Gewehr hier einhängen würde mit links, dann hätte ich das wirklich komplett aus dem Weg, hätte auch die Arme frei, könnte dann mit der Achsel so drüber gehen oder beziehungsweise es hinter der Achsel hängen lassen. Und da hätte man dann wirklich die Möglichkeit, die Waffe sauber aufzuhängen. Mit der Stratos Tactical Plate habt ihr viel Wirkung mit wenig Aufwand. Ihr habt es ja gesehen, die Montage geht schnell vonstatten und ihr habt jetzt wirklich hier auch keinen Verlust oder keinen zusätzlichen Punkt, wo man sagt, da bleibt man hängen, oder auch hier an der Ausrüstung ist jetzt nicht unbedingt viel Platz verschwendet. Trotzdem habt ihr da eine Möglichkeit, die Waffe sicher und schnell zur Seite zu packen. Wenn ihr die Hände frei braucht, wenn ihr nicht mit der Sling arbeiten wollt, könnt oder dürft, ja, ist das wirklich ein super Feature. Ihr bekommt die Stratos Tactical Plate bei Rig & Company. Der Link ist unten eingeblendet. Was haltet ihr von diesem System? Taugt das was? Kann man das bei uns auch bedenkenlos bei Behörden einführen? Was meint ihr dazu? Schreibt es uns in die Kommentare. Würde uns sehr freuen, wenn ihr eure Meinung dazu dalasst. Wenn euch das Video gefallen hat, Abo geben, liken, Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.